So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir haben in der letzten Folge den Tatort uns angeschaut und müssen jetzt diesen antiken Armreif in unserem Archiv nachschlagen. Dieser antike Armreif hatte einer der Opfer bei sich und der Mr. Turner hat diesen Armreif an sich genommen. Jetzt müsste doch eigentlich rein theoretisch bei Enzyklopädien mit dabei sein. Kunst und Architektur. Griechische Geschichte. Nö. Warum? Medizin, Botanik. Irgendwas mit Tieren. Ich fand schon, dass mit griechischer Mythologie, das ist schon, ja, also. Religiöse Symbole wahrscheinlich. That is not the one I need. 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 Was willst du denn? Ja. Er hat halt gerade eine Ungünst. Haben wir hier vielleicht irgendwas mit Zeitungen? That is not the one I need. Okay. Chapman Morde. Jack the Ripper. That is not the one I need. Was war das mit Sherlock Holmes? Die Abenteuer des Sherlock Holmes. Erbschaftssteuer eingeführt. Nicht bei Kunst? Das Museum für antike Kunst. Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistischen Schätze bekannt geworden ist. Auf dem Bild sind 5 Widderköpfe auf Armreif, Halskette und Ringen zu sehen. Alle aus purem Gold. Die 5 Widder von Mytilini sind seit 1885 verschwunden. Here it is. Okay. Sind verschwunden. I need to continue my research in my archives. Herr Nürm. Achso, der Widder. Hier, wo war denn das mit den hellenistischen Schätze? Das war, glaube ich, Enzyklopädien. Oh, da war das doch bei Zeitungen. Hier. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasford-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber eines Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften, einen professionellen Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigert sich, Angaben über den Verbleib des restlichen Diebesgutes zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Krass. Here it is. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. Auch der A visit Foley. to his pawn shop should nee. tell me more. Ach nee, stimmt. Das war ja irgendwas, wäre Chuchi oder so. Aber Foley sagt mir auch irgendwas. Der Name sagt mir auch irgendwas. So, hier sind wir. Ja, Watson. Ach Gott, der macht mich fertig, dieser Mann. Oh, die scheinen sehr viel Spaß zu haben. Und wo es leer ist. Ach so, deswegen haben wir auch eine Schlüssel. Aha. Von dem genommen.
The door is locked, but I won't try to pick it. There are people directly behind me. Schlüssel. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Perfectly. Thekentür öffnen. Also, was haben wir hier? Regal. Kletterausrüstung. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Mountaineer. Gegenstand von Interesse. Schön zu wissen. Ach, Leuchtpistole. Flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Maybe. Oho, eine Halskette. The Widderköpfe. ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mycroft collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Aber warum? Hallo Kenneth, du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast sie doch noch, oder? Denn dann gibt es eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit, dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Alley Street und Half Moon Street auf dich warten. Vor dem Feuerwerk Brian Vergotti oder Verciotti. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Aber warum? Na gut, er kann da einfach nach ein paar Jahren den Schmuck verkaufen. 2 Opfer. Lang verschwundene Kunstwerke Mrs. Butlers Schmuck. Raubmotiv, die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen der Half Moon Street sein. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer. Okay. Können wir nichts weitermachen? Gegenstand von Interesse. Aha. Gut, wird wahrscheinlich irgendwann andermal relevant für uns sein. Genau, jetzt müssen wir nach Scotland Yard, um den Chapman zu befragen. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Thank you. Mr. Holmes, what is the trouble with that Watson. lad? Isn't he guilty of murder? Mal gucken. Leighton's So this is Revolver. the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Das sind unzuverlässige It Waffen. seems as though the shells were not removed from the cylinder. Arretierung? 2 fehlen. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. A cheap What? watch.
Bought with his own money, no doubt. Gedrehte These Zigaretten cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. und ein Apfel. Für die Zähne. Ins Revolver. Gleichzeitige Geschüsse, Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleichzeitige Schüsse. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil diese an verschiedenen Punkten auf Hoff Street abgegeben wurden. Das kann durchaus möglich sein. Keine Beute, 2 Opfer. Doppelmord, Kenneth Butler und Brian Mycroft, diesen Opfer eines Doppelmordes geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Nach B können wir immer noch. Keine Beute, lang verschwundene Kunstwerke. Übereinstimmende Aussagen. Die Zeugenaussage und die Tatwaffe deuten klar auf einen möglichen Täter hin, Leighton Chapman. Das ist doch zu einfach. Das ist doch eigentlich so. Kann ich immer noch B? So, nochmal Escape. Ist egal. Oder warte mal. Hä, was kann doch jetzt nicht. Gleichzeitige Schüsse? Was habe ich jetzt irgendwie? Ist auch irgendwas Neues. Schusswechsel. So, die Leichen stellen sich den Schusswechsel nach. Okay, aber wir reden erst mal mit dem Chapman. Leighton Please Chapman. escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Das ist eine richtige Narbe. Tiefe Narbe, gelegentliche Schickereien, aufgewachsen auf der Straße. Aber es ist ein attraktiver junger Mann, muss ich schon sagen. Hitzkopf. Modischer Schal, städtische Mode, ruhige Arbeit, Büroangestellter. Na, hat er so eine Narbe? Oh, Westgate-Gefängnis. Aber ich muss sagen, es ist krass, dass sie dann trotzdem jemanden einstellen, der solch eine Narbe hat und ein Westgate-Gefängnis-Tattoo. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Oh Gott, Möglichkeit zum Zurücklaufen. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. Bitte fortfahren. Interesting. Pray continue. I turned a corner and I saw the man standing in the middle of the street.
He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Der dritte Mann. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Warum ihm folgen? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Westgate-Insassen? I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Ich habe immer recht. Brian Vercotti. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Interessant. Oh, einen haben wir noch. Leighton Chapman. Leighton Chapman ist der ältere Bruder von Wiggins und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er wuchs auf der Straße auf und ist hitzköpfig, wie er war. Wanderte er für eine kriminelle Tat ins Westgate-Gefängnis. Im Moment lebt er nicht mehr auf der Straße und arbeitet vermutlich als Angestellter in einem Londoner Büro. Leightons Aussage. Alte Bekannte. Ach so, nee. Hä? Das hab ich... Nee, egal. Fantasiert man die Person, die Leighton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt seiner eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Raubmord. Keine Beute. Persönliches Motiv für das brutale Verbrechen, das Leighton Chapman in der Horrormusik vermutlich begangen hat, könnte es ein persönliches Motiv geben. Vielleicht. Doppelmord. Ja. Wir gucken uns erstmal nochmal den Tatort an. Weiß nicht, ich denke nicht, dass er es gewesen ist. Ich glaube ihm, dass es eine dritte Person gibt.
Guck mal, der Watson rückt gerade ein kleines Stückchen näher. Das habe ich ganz genau gesehen, Watson. Wo ist denn jetzt Watson? Da. Ja, da steht. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Boah. Der Arme. Er war nicht so gemein zu meinem Best Buddy. Übrigens. Mann. Warte mal, der hatte der nicht hier? Müsste es eigentlich er gewesen sein. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Okay. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Ja. Oh Mann, wirklich. That's why. Wollen wir vielleicht ins Pfandhaus, um den Gegenstand von Interesse zu holen? Ballads Pint, okay. Ja, sehr angenehm. Können wir hier? Crampons. Können wir hier was mitnehmen? A flare. Ah, nee, okay. Das heißt, wir müssen wieder zurück. In die Halbmondstraße. Nur die Frage, was ich da hole. Mal rein. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People Hey. like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Nur mal auf den Arm. So, wenn der... I am unable to see. Puh. It would be... Mal auf meinen armen kleinen Wiggins hier zu drangsalieren. Wo kann man denn da hin? Räuberleiter, Watson. Wir machen eine Räuberleiter. I am unable to see any higher. Ach, hier. Ah, es ist manchmal so einfach. This should be useful. Hatte ich das nicht vorher schon mal? So. Ach so. Ah, nehmen wir erstmal das hier. Gibt es hier ein Einschussloch?
Nothing interesting here. Hm. Auch nix. Oh, doch. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Watson? Oh Gott. Ah. Dritter Schuss. 2 Opfer. Kenneth, Brot und Brian sind von einem einzelnen Täter begangen wurde. It would be my... Wie sieht denn das aus, wenn ich... Genau, das würde ja... Verschwundener Mann, Leighton Chapman sagt über den verschwundenen Mann im Jackett in der Half Moon Suite erscheint jetzt nachvollziehbar. 3 Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben muss, die jedoch fehlt. Marrow. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Ja. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Aber ja, so, also man muss da halt schon richtig tief in die Ecke reingehen, ne? Sherlock, Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Sherlock? No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Ach, hier. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Oh, Versteckspiel mit Sherlock Holmes. Das hat mir in meinem Leben noch gefehlt. Jetzt ist mein Leben vollkommen. Da. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Sichtbare Ecken, Leydens Aussage. Wenn sich zur Tatzeit eine weitere Person am Tatort befand, dann konnte sie weder von noch hinten in der Straße fliehen, sondern nur nach oben. Wir wollen das Ganze nachstellen. Imitieren Sie das Feuerwerk, wie es Leighton beschrieben hat, und klettern Sie die Wand hoch. Okay, aber ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge diese ganze Sache weiter imitieren und dann bin ich mal ganz gespannt, zu welchem Schluss wir kommen werden. Ich hoffe ja wirklich, dass das Chapman unschuldig ist, aber ich sag mal so, es sieht ja eigentlich relativ gut aus für den jungen Mann und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat, man sieht dich übrigens, und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.